Hi, ich bin Simon und ich möchte dir in diesem Video das Seelenalter Säuglingsseele und seine 7 Entfaltungsstufen zusammenfassen. Dein Seelenalter ist der Ausgangspunkt deiner Reise durch das jetzige Leben. Zum besseren Verständnis des Kontextes empfehle ich dir das Video zu den Seelenaltern, was ich bereits gedreht habe, und mein Einführungsvideo zu den Archetypen der Seele und der Seelenlehre nach Wada Hasselmann und Frank Schmollke anzuschauen. Dort habe ich ja auch schon diese große Tabelle mit den 49 Archetypen der Seele erklärt und auf der untersten Zeile befinden sich die Seelenalter. Die Seelenalter, die eine Seele während ihres Inkarnationszyklus durchlebt, lauten Säuglingsseele, Kindseele, junge Seele, reife Seele und alte Seele. Das Seelenalter der Säuglingsseele ist das erste dieser 5 Seelenalter. Im Seelenalter der Säuglingsseele werden 7 Stufen schrittweise abgeschlossen. Jede Stufe hat ein spezielles Thema, mit dem sich die Seele ausführlich in den circa 2 bis 4 Leben auf der Stufe auseinandersetzt. Die Themen auf den 7 Stufen der Säuglingsseele lauten: erstens Alles ist neu, zweitens Andere sind anders, drittens Freund oder Feind, viertens Wandel im Lauf der Zeit, fünftens Sprache und Gebärde, sechstens Glauben, dass alles lebt und siebtens Herrschaft ausüben. Bevor ich die 7 Entfaltungsstufen der Säuglingsseele näher erläutere, möchte ich zunächst noch ein paar allgemeine Fakten zu diesem Seelenalter ausführen. Die Hauptthemen der Säuglingsseele sind erste Schritte ins Menschsein und Entdeckung des Körpers. Der Zyklus der Säuglingsseele ist von der Heiler-Grundenergie 1 geprägt. Die Säuglingsseele steht metaphorisch für einen neugeborenen Menschen. Da sie nicht selbstständig ist sie angewiesen auf Schutz und Versorgung einer Gemeinschaft. Sie lernt körperliche Empfindungen wie Hunger, Durst, Ausscheidung, Kälte, Wärme, Schmerz, Berührungen und Lust kennen. Von diesem Neuartigen wird sie oftmals komplett überwältigt. Die Säuglingsseele wählt sich für ihre Inkarnationen eher primitivere Gemeinschaften, weil sie zum einen enge soziale Struktur benötigt und zum anderen ohne starke Angstgefühle den Körper verlassen möchte. Sie will einfach die Möglichkeit haben, sich jederzeit aus dem Körper wieder zurückziehen zu können. Säuglingsseelen haben eine große Angst vor dem Alleinsein und umgeben sich deswegen gerne mit Tieren und Pflanzen, weil diese in ihnen ein Gefühl des Eingebundenseins ins Ganze erzeugen. Sie meiden längeren offenen Augenkontakt und brauchen viel Schlaf. Auch wenn die Bedürfnisse anderer ihnen eigentlich egal sind, können sie für andere auch körperlich arbeiten. Die Stellung der Säuglingsseele zum Göttlichen ist durch die Vorstellung geprägt, dass es bestrafend und böse ist. Deswegen versucht sie es mit Opfern wie Tieropfern und Nahrung zu besänftigen. In der Sexualität geht es der Säuglingsseele um Lustbefriedigung und um das Zeugen vieler Nachkommen. Der Anteil der Säuglingsseelen an der Weltbevölkerung beträgt ca. 15%, in Deutschland 6%. Regionen mit einem hohen Anteil an Säuglingsseelen sind Afrika, Südostasien und Indien. In Industrieländern sind Säuglingsseelen teilweise körperlich und geistig Behinderte. Jedoch gibt es auch viele reife und alte Seelen, die sich eine körperliche und geistige Behinderung gewählt haben. Nun gehe ich die 7 Entfaltungsaufgaben der Säuglingsseele schrittweise durch. Die erste Stufe auf dem Seelenalter der Säuglingsseele hat die Entfaltungsaufgabe Alles ist neu. Die Stufen der einzelnen Seelenalter haben Kurzformen. Man schreibt zuerst das Seelenalter und als nächstes die Zahl als Stufe dahinter. Somit heißt die erste Stufe des Seelenalters der Säuglingsseele kurz Säugling 1. Das Motto von Säugling 1 ist: Ich sammle neuen Mut. Das ist das Motto jeder ersten Stufe auf einem Seelenalter. Wenn dich die einzelnen Mottos der Seelenalterstufen näher interessieren, empfehle ich dir mein Video, in dem ich die Seelenalter zusammenfasse. Säugling 1 ist von der doppelten Heilerenergie 1 geprägt. Das kommt dadurch zustande, dass das Seelenalter der Säuglingsseele als erstes Seelenalter die Energiezahl 1 hat
und die erste Stufe eines Seelenalters ebenfalls die Energiezahl 1 besitzt. Das bedeutet, dass Menschen auf dem Seelenalter Säugling 1 ebenfalls von der Energie 1 geprägt sind. Die Säuglingsseele inkarniert sich in diesem Seelenalter das erste Mal in einen Körper und für sie ist tatsächlich alles neu. Das Ganze muss ziemlich heftig für einen Menschen sein, weil seine Seele vorher eins mit dem Ganzen war und nun plötzlich vereinzelt ist. Sie ist nun von der Gemeinschaft der Seelenfamilie getrennt. Auch die Funktionen ihres Körpers und ihre Sinne sind ihr neu und sie möchte sie erfahren. Die Säuglingsseele erfährt Nahrungsaufnahme, Ausscheidung, Schlaf, Angst, Sexualität, körperliche Nähe und Kommunikation. Einen Kulminationspunkt erreicht die Seele auf Säugling 1, wenn sie ausreichend das Staunen, dass alles neu ist, mit einer Grunderfahrung der materiellen Welt verknüpft hat. Der Kulminationspunkt bezeichnet den Endpunkt der Entwicklung, die sich die Seele auf ihrer aktuellen Seelenalterstufe vorgenommen hat. Für das Durchleben von Säugling 1 benötigt die Seele ca. 3 bis 4 Leben. Die zweite Stufe auf dem Seelenalter der Säuglingsseele hat die Entfaltungsaufgabe „Andere sind anders“. Das Motto von Säugling 2 ist: „Ich suche Stabilität“. Menschen mit dem Seelenalter Säugling 2 sind von den Energien 1 und 2 geprägt. Es kommt also zur Heilerenergie eine neugierige Künstlerenergie hinzu. Sie entdeckt in diesem Seelenalter, dass sie Merkmale hat, die sie von anderen unterscheiden, beispielsweise Alter, Geschlecht, Körpergröße, Haarfarbe und so weiter. Dabei muss sich an dieser Stelle eine Unterscheidung treffen. Der Mensch auf Säugling 2 erkennt nicht, dass er eine einzigartige Individualität ist. Das kommt dann erst in späteren Seelenaltern. Er realisiert, dass er sich von anderen Menschen seiner Gemeinschaft unterscheidet. Er begreift die Unterschiede zwischen Ja und Nein, Lust und Wut, gewohnt und fremd, Zusammensein und Abgrenzung, mein und dein, wir und ihr. Menschen auf Säugling 2 bekommen das erste Mal Kinder. Einen Kulminationspunkt erreicht die Seele auf Säugling 2, wenn sie genügend die Andersartigkeit anderer erfahren und eine primitivere Form der Ich-Identität ausgebildet hat. Die dritte Stufe auf dem Seelenalter der Säuglingsseele hat die Entfaltungsaufgabe Freund oder Feind. Das Motto von Säugling 3 ist: Ich werde unternehmungsfreudig. Menschen mit dem Seelenalter Säugling 3 sind von den Energien 1 und 3 geprägt, somit auch von der kriegerischen Energie 3. In allen Stufen mit der Energie 3 geht es vermehrt um Aktivität, so auch in dieser. Hier erfährt nämlich der Mensch, dass es andere Menschen gibt, die ihn bedrohen und ihm feindlich gesinnt sind. Die Säuglingsseele erkennt, dass ihre Taten Folgen haben und sie einen anderen Menschen durch Handlungen zum Feind machen kann. Es gibt in der materiellen Welt einen Unterschied zwischen Freunden und Feinden, genauso wie eine Unterscheidung zwischen Gut und Böse existiert. Während dem Leben auf dieser Stufe wird sie die Erfahrung machen, dass sie sich gegen andere Menschen verteidigt, sie bedroht, angreift, Schmerzen zufügt und eventuell sogar tötet. Sie wird auch das erste Mal getötet werden und aber auch von Freunden gerettet. Einen Kulminationspunkt erreicht die Seele auf Säugling 3, wenn sie ausreichend begriffen hat, dass ein Zusammenhang zwischen den eigenen Aktionen und den Taten der anderen besteht, bis hin zur Erfahrung des eigenen Todes und der Rettung des eigenen Lebens. Die vierte Stufe auf dem Seelenalter der Säuglingsseele hat die Entfaltungsaufgabe Wandel im Lauf der Zeit. Das Motto von Säugling 4 ist: Ich ernte die Früchte. Menschen mit dem Seelenalter Säuglings 4 sind von den Energien 1 und 4 geprägt. In der Stufe mit dieser gelehrten Energie 4 untersucht die Säuglingsseele das Phänomen der Zeit. Durch die Zeit verändern sich Lebewesen und Dinge. Kinder wachsen, Pflanzen verwelken, die Sonne geht auf und aber auch unter und es gibt Jahreszeiten. Sie interessiert sich nun für Mythen und ihre Vorfahren. Einen Kulminationspunkt erreicht die Seele auf Säugling 4, wenn sie die Zeit empfinden und einschätzen kann, sowie sich aktiv mit Vergangenheit und Zukunft befassen kann.
Die 5. Stufe auf dem Seelenalter der Säuglingsseele hat die Entfaltungsaufgabe Sprache und Gebärde. Das Motto von Säugling 5 ist: Ich werde unruhig. Menschen mit dem Seelenalter Säugling 5 sind von den Energien 1 und 5 geprägt. Die Energie 5 ist die mitteilende Waisenenergie. So geht es auch in dieser Seelenalterstufe um das Erproben vielseitiger Kommunikationsformen. Die Säuglingsseele benutzt nun Kommunikation nicht mehr nur für primitivere Beweggründe wie das Befriedigen von Bedürfnissen, sondern auch um sich auszudrücken, Witze zu machen, zu lügen, zu manipulieren, zu planen und Angebote zu machen. Sie lernt ihre Stimme, Gestik und Mimik zu verändern und anzupassen. Ein Mensch auf Säugling 5 kann das erste Mal mit anderen Menschen mitfühlen und Mitleid empfinden, das aber lediglich in einer sehr abgeschwächten Form. Darüber hinaus lernt er Bedrohliches intuitiv zu erahnen. Einen Kulminationspunkt erreicht die Seele auf Säugling 5, wenn sie sich in ausreichender Form nonverbale und verbale Kommunikationsformen angeeignet hat. Die 6. Stufe auf dem Seelenalter der Säuglingsseele hat die Entfaltungsaufgabe Glauben, dass alles lebt. Das Motto von Säugling 6 ist: Ich brauche Ruhe und Harmonie. Menschen mit dem Seelenalter Säugling 6 sind von den Energien 1 und 6 geprägt. Leben auf der Stufe mit der priesterlichen Energie 6 setzen sich eigentlich immer vermehrt mit dem Göttlichen und Transzendenten auseinander. Der Mensch auf Säugling 6 spürt, dass es höhere Dimensionen gibt und alles Existierende eine mysteriöse Schwingung hat, also auch Tiere, Gegenstände, Bäume und sogar Steine. Sie überträgt nun ihre eigenen Bedürfnisse auf alles andere und nimmt an, dass diese Nahrung und Kleidung benötigen. Es kann sein, dass sie Gegenstände, Pflanzen und Tote günstig stimmen und beschwichtigen möchte und ihnen Opfer bringt. Wenn dennoch schlimme Dinge geschehen, gibt sie sich selbst die Schuld. Das Leben nach dem Tod wird plötzlich wichtig, denn die Geister der Verstorbenen sind machtvoll. Einen Kulminationspunkt erreicht die Seele auf Säugling 6, wenn sie gelernt hat, auf religiöse Weise dem Unbegreiflichen zu begegnen. Die 7. Stufe auf dem Seelenalter der Säuglingsseele hat die Entfaltungsaufgabe Herrschaft ausüben. Das Motto von Säugling 7 ist: Ich wende an, was ich gelernt habe. Menschen mit dem Seelenalter Säugling 7 sind von den Energien 1 und 7 geprägt. Die Energie 7 ist die anleitende Königsenergie und das drückt sich dadurch aus, dass die Säuglingsseele lernen möchte, sich und andere zu beherrschen. Sie möchte nicht die Regeln anderer befolgen, sondern diese selbst aufstellen. Ein Mensch auf Säugling 7 möchte die Erfahrung machen, dass er andere aufgrund seiner Stellung beherrschen, bestrafen, erniedrigen und sogar töten kann. Dagegen möchte er auch verstehen, was eine positive Form der Ausübung von Herrschaft ausmacht. Dies aber nicht aus Güte und Verantwortungsbewusstsein, so wie man es eher aus höheren Seelenaltern kennt, sondern aus reinem Pragmatismus. Einen Kulminationspunkt erreicht die Seele auf Säugling 7, wenn sie willkürliche und gewaltsame Herrschaft von gütiger Herrschaft zum Wohl aller unterscheiden kann. Nach dem Erreichen des Kulminationspunkts im letzten Leben von Säugling 7 steigt die Seele in das Seelenalter der Kindseele auf, das ich im nächsten Video ausführen werde. Gut, damit wäre ich jetzt am Ende des Videos angelangt. Für mehr Informationen zu den Seelenaltern empfehle ich die Bücher Archetypen der Seele und aber auch natürlich Junge Seelen und alte Seelen von Wada Hasselmann und Frank Schmollke. Also das hier besonders, weil da geht es ganz, ganz speziell um die Seelenalter und auch die verschiedenen Stufen. Und ich empfehle auch für Beratungen weiterführende Materialien und Informationen die Webseiten www.septana.de und www.seelenakademie.org. Auf diesen Webseiten kannst du Menschen finden, die dir deine Seelenarchetypen wie das Seelenalter ermitteln können.
Lass mich gerne in den Kommentaren wissen, welche Erfahrungen du bis jetzt mit den Seelenaltern gesammelt hast, wie dir das Video gefallen hat und ob noch irgendwelche Fragen offen geblieben sind. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen und darüber, dass du das Video mit anderen teilst. Wenn du noch mehr Videos zu den Themen Archetypen der Seele und Seelenlehre nach Wada Hasselmann und Frank Schmollke sehen möchtest, abonniere gerne den Kanal. Schön, dass du dabei warst. Dein Simon.